Servus bei AS24.com. Ich zeige euch heute ein Ein-DIN-Autoradio und zwar das Kenwood KMM BT504 DAB. Das ist extra kurz für euch gemacht worden. Also nicht nur das Video, sondern das Gerät an sich. Also was macht den KMM BT504 DAB wirklich aus? Das ist die Kürze der Würze und zwar ist das Gerät zusammengeschrumpft auf eine Einbautiefe von ca. 10 cm. Da kommen halt nur die Kabel raus, das muss man vielleicht ein bisschen beachten. Aber grundsätzlich ist es ungefähr gefühlt halb so tief wie jedes normale andere Autoradio im Ein-DIN-Format. Und wir haben aber dafür, kommen wir gleich zu den Medien, keine CD mehr drin. Wer es braucht, soll sich ein anderes Gerät kaufen. Die heißen dann von Kenwood KDC und nicht KMM, weil alle KMM-Geräte Mecha-less sind. Das heißt, kein CD-Laufwerk mehr integriert. Wir haben aber anstatt CD wirklich eine breite Auswahl an Medien. Und zwar haben wir alle üblichen, aktuell gültigen Medien mit drin. Und zwar natürlich DAB+. Brauchen wir nicht mehr viel erzählen, oder? DAB Plus ist drin, UKW natürlich genauso. Wir haben einen USB, und zwar einen beleuchteten, auf der Front direkt drauf. Wir haben auch noch einen AUX-In. Wir haben Bluetooth mit dabei, das heißt auch telefonieren und Bluetooth Audio Streaming. Und wir haben Spotify. Spotify als eigene Quelle, wenn ich mit meinem Handy schnurlos verbunden bin, kann ich direkt auf Spotify zugreifen. Das gilt natürlich für Android-Geräte oder für iOS-Geräte gleichermaßen und es funktioniert alles sapralot gut. Um Bluetooth-Telefonie richtig zu nutzen, haben wir auch ein externes Mikrofon mit dabei für auch eine exzellente Sprachqualität. Der Ton wird natürlich über die Bordlautsprecher wiedergegeben und was uns das Mikrofon noch für Vorzüge bringt, ist die Voice-Taste. Also Voice Control ist irgendwie das neue Schlagwort für 2018, 19, 20. Mal schauen, wie lang es braucht, bis jedes Gerät sowas drin hat, wo ich nur noch auf die Voice-Taste drauf drücke und meinen Sprachbefehl einspreche. Und das funktioniert alles richtig toll. In dem Fall können wir es super nutzen für unsere Telefonie. Wenn ich sage, telefonieren mit Moritz Anschel, dann läuft das alles. Ich kann auch darüber meine Navigation von meinem Handy steuern und kann auch sagen, navigiere mich ins Hofbräuhaus nach München und der startet automatisch die Navigation und sagt, möchten Sie die Navigation starten? Du sagst ja und schon läuft's los. Also ja, Voice Control ist einfach geil und wir haben eine extra Taste mit integriert, die am Telefon, wenn ich die ein bisschen länger drücke, dann habe ich die Voice Control Funktion. Für DAB Plus liegt auch im Lieferumfang bereits eine DAB-Antenne mit dabei. Also das heißt, hier einfach an die Windschutzscheibe mit dran, aufkleben und das Kabel bis zum Autoradioschacht legen. Fertig und schon läuft DAB+. Kenwood hat ja bekanntlich auch sehr gute und umfangreiche Klangeinstellmöglichkeiten. Darunter zählt auch der Cinch-Ausgang. Davon haben wir 2 Stück. Das heißt, ein Pärchen für Front-Ausgang, ein Pärchen für Rear-Ausgang. Wobei man den Rear-Ausgang umswitchen kann als Non-Fader-Subwoofer, um den separat zu steuern. Parallel können wir auch noch einen 3-Wege-Aktivmodus starten. Das heißt, mein Lautsprecherausgang für Front wäre zum Beispiel der Hochtöner, der für Rear wäre der Mitteltöner und über den Cinch-Ausgang kann ich sozusagen den 3. Weg anfahren und kann alle Lautsprechersets einzeln auch von der Frequenz her einstellen. Mit integriert natürlich unser altbekannter 13-Band semi-parametrischer Equalizer, mit dem ich meinen Sound so einstellen kann, wie er mir persönlich am besten gefällt. Auch die eingebauten aktiven Frequenzweichen helfen unheimlich gut, jedem Lautsprecher die richtige Frequenz zuzuordnen, damit es einfach super klingt. Und die Laufzeitkorrektur, damit ich jedem Lautsprecher sagen kann, wie weit er von mir entfernt ist, um das Klangbild mittig auf mein Armaturenbrett zu bringen, ist natürlich auch integriert. Selbstverständlich kann der 504 DAB auch von den Farben her cool eingestellt werden, wie wir es auch bei vielen Kenwood-Geräten natürlich schon gewohnt sind. Wir können das Ganze in 2 Zonen machen, einmal für das Display an sich und für die Tasten oder beides gemeinsam. Dabei ist so wirklich jede Wunschfarbe einstellbar, so dass ich es perfekt in mein Fahrzeuginterieur einpassen kann. Für alle, die
im Fahrzeug ein Lenkrad haben mit Fernbedienung. Für laut und leise gibt es natürlich auch bei uns im Webshop die passenden Interfaces. Ihr könnt da mal gucken, falls ihr noch Hilfe braucht, ruft ihr uns an oder schickt uns eine E-Mail. Wir suchen euch dann das passende Interface raus. Auf jeden Fall funktioniert dieses Gerät genauso mit eurer Lenkradfernbedienung. Ganz cool ist die kostenlose Kenwood Remote App, wo ich mein Smartphone zur Fernbedienung mache und kann da eigentlich so ziemlich alles machen, was ich über mein Handy, über mein iDIN-Autoradio machen kann, aber noch natürlich etwas übersichtlicher. Hier kann ich jetzt zum Beispiel mein Medium auswählen, welches ich hören mag. Ich kann meine Klangeinstellungen vornehmen, ich kann vor- und zurück zappen. Das heißt, wenn ich irgendwo am Baggersee liege, ja, dann brauche ich nur noch die Kenwood Remote App. Wer also seine CD getrost daheim lassen mag und die aktuellen Trendmedien alle nutzen mag, der hat mit dem 504 absolute Topkarten. Und wer sagt, das ist auch immer so eng, wenn man das da hinten reinmacht, die Kabel, die drücken immer zusammen, nicht beim 504 DAB, der ist so kurz, ihr habt jetzt so viel Platz, Kabel da hinten drin zu verstauen, damit es damit überhaupt keine Schwierigkeiten mehr gibt. Durch die beiliegende DAB-Fensterklebeantenne und das mitgelieferte externe Mikrofon lässt der 504 DAB auch für gehobene Ansprüche überhaupt gar keine Wünsche mehr offen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch das Gerät ein bisschen gut erklären können. Und wir freuen uns natürlich immer über Daumen hoch von euch. Los, klick jetzt mal schnell den Daumen nach oben oder abonnier uns oder schick uns einen Kommentar unten mit dazu, wie gefällt dir das Gerät, welche Geräte vermisst du heutzutage auf dem Markt, was ist denn cool für dich. Danke fürs Zuschauen, euer Olli, bis bald.